Du denkst jeden Tag etwa 60.000 Gedanken. Aber wie viele davon tun dir wirklich gut? Viele führen dich immer wieder an denselben dunklen Ort. Zweifel, Sorgen, Ohnmacht. Aber was wäre, wenn du gar nicht jeden Gedanken mitnehmen müsstest? Hier ist mein Perspektivwechsel für dich. Deine Gedanken sind wie Züge. Sie fahren ein, sie laden dich ein. Aber du entscheidest, ob du einsteigst. Und selbst wenn du schon drin sitzt, kannst du jederzeit wieder aussteigen. Auch wenn der Zug schon sehr alt ist. Auch wenn er laut ist. Du hast die Wahl. Ich zeige dir heute, wie du in 3 einfachen Schritten lernst, destruktive Gedanken zu erkennen, innezuhalten und eine neue Richtung zu wählen. Für mehr Ruhe, mehr Klarheit und mehr Selbstwert. Und auch, wie du zurückfindest, wenn du dich wieder mal im alten Waggon wiederfindest. Weil manchmal ist es schwer, vor allem, wenn der Gedankenzug schon lange fährt. Aber dieses Bild wird dir helfen. Es beginnt oft im ganz Kleinen. Ein Blick in den Spiegel, eine Nachricht, die nicht kommt, oder ein Gedanke wie „Ich genüge nicht". Und ehe du dich versiehst, sitzt du wieder im selben Zug wie gestern. Richtung Selbstzweifel, Richtung Sorge, Richtung Ohnmacht. Viele kennen diese Strecke. Sie ist vertraut und eigentlich fast schon heimisch. Aber vertraut heißt nicht gesund. Vertraut heißt nicht wahr. Das Tragische dabei ist, wir merken oft gar nicht, dass wir eingestiegen sind. Es passiert ganz automatisch. Schnell, lautlos. Aber du darfst dich fragen, muss ich diesem Gedanken wirklich folgen? Muss ich ihm glauben? Denn nicht jeder Gedanke verdient deine Aufmerksamkeit. Und wenn du merkst, du bist schon losgefahren, dann erinnere dich, du darfst jederzeit wieder aussteigen. Gedanken, die du oft denkst, graben tiefe Spuren. Neuronale Trampelpfade, die dich immer wieder dieselben Schleifen laufen lassen. Unser Gehirn liebt Wiederholung, auch wenn die sehr schmerzhaft ist. Weil Schmerz, den wir kennen, sicherer wirkt als das Unbekannte. Deshalb klammern wir uns an alte Denkmuster wie an kaputte Rettungsringe. Aber hier kommt die Kraft der Bewusstheit. Du kannst den Moment wahrnehmen, in dem der Gedanke kommt, und dich entscheiden. Das ist der erste Schritt, zu erkennen, dass du überhaupt gerade in diesem Zug sitzt. Und wenn du merkst, du bist schon unterwegs, dann erinnere dich, es gibt einen Notausstieg. Immer. Und so machst du das jetzt, ganz praktisch. Schritt 1. Erkenne den Gedankenzug. Welche Gedanken kehren immer wieder zurück wie ein Echo? Welche führen dich an Orte, die dich nur erschöpfen? Führe ein Gedankentagebuch. Werde zum Beobachter deiner eigenen inneren Landschaft. Schritt 2. Bleib erstmal stehen am Gleis. Wenn du den Gedanken bemerkst, dann halte inne. Atme tief durch. Spüre deinen Körper. Und stell dir vor, du stehst am Gleis. Der Zug fährt ein. Er ruft dich. Aber du musst nicht aufspringen. Du darfst stehen bleiben. Schritt 3. Steig ganz bewusst in einen anderen Zug. Was wäre ein Gedanke, der dich nicht runterzieht, sondern stärkt? Ich meine jetzt kein plattes Positivdenken, sondern ein Gedanke, der leise sagt, ich bin auf einem guten Weg. Anstatt ich bin nicht gut genug, vielleicht, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie ich es schaffe, ich werde einen Weg finden. Oder anstatt ich darf keine Fehler machen, vielleicht, ich lerne jeden Tag dazu. Und wenn du dich im falschen Zug wiederfindest, erinnere dich, du darfst umsteigen, jederzeit. Diese kleinen Momente, in denen du nicht automatisch reagierst, sondern bewusst entscheidest, sie sind wie Weichen.
Und jede Weiche verändert den Kurs. Vielleicht nicht sofort, aber langfristig schon. Und irgendwann merkst du, es wird leiser, friedlicher. Du atmest tiefer und du bist präsenter. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist das Bewusstsein, das sie wahrnimmt. Du bist der Mensch, der entscheiden darf. Diesem Zug folge ich und diesem nicht mehr. Und selbst wenn du einmal falsch abgebogen bist, du kannst jederzeit aussteigen, umdrehen, neu wählen. Und das verändert alles. Also, welche Gedanken willst du heute weiterfahren lassen? Welche Züge dürfen abfahren, ohne dich an Bord? Schreib es doch in die Kommentare. Und wenn du das Gefühl hast, dieses Video war ein Haltepunkt für dich, dann teile es. Vielleicht braucht heute jemand genau diesen Moment der Erinnerung. Du darfst wählen und du darfst umsteigen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und klick auf Abonnieren, damit du keinen dieser Impulse mehr verpasst. Ich freue mich, dich beim nächsten Video wiederzusehen.